Alles klar, Leute. In diesem Video werden wir ein paar Basisattacken erstellen und aufsetzen und die erste Gegner-KI auch einsetzen, zu Gegnerattacken. Zumindest werden wir in diesem Video behandeln, dass wir die aktuelle Montage machen für unseren Player-Charakter, dass er sich dann entsprechend auch vernünftig bewegt in unserem Level. Das Ganze machen wir dann so mit Basisattacken, wo der Spielercharakter dann Attacken ausführen kann. Hierzu wollen wir erstmal Funktionen einsetzen. Hier unter Project Settings könnt ihr euch auch oben holen. Edit und dann Project Settings. Dann gibt es unter Engine den Input und den schauen wir uns einmal an. Hier stellen wir uns erst Primary Attack, also Primärattacke. Einfach hier auf Action Mappings Plus gehen und umbenennen. In Primary Attack. Das Ganze darf auch auf einem Gamepad funktionieren und auf der Tastatur. Wir können das hier so strukturieren, dass wir die Attacken so mit den Pfeiltasten nutzen und das Rumlaufen im Level wird dann erstmal auf dem Keyboard sein mit WASD. Dann nehmen wir einfach den Up-Button vom Keyboard erstmal für die Primärattacke. Das heißt, mit den Pfeiltasten sind dann die Attacken, also rechts, links, unten wird dann irgendwelche Ability sein, die dann zum Beispiel Mana kostet. Und im Grunde ist das euch überlassen, wie ihr das gestalten wollt bei eurem Spiel. Hier in dem Kurs werden wir das erstmal so machen. Wenn ihr aber die Basis-Sachen hier verstanden habt, wie das generell ist, dann könnt ihr euch das Layout auf der Tastatur oder auf dem Gamepad so legen, wie ihr das wollt, halt, ne? Mit euren Spezialfähigkeiten für die Spielercharaktere. Für Primary Attack möchte ich mir noch einen Gamepad-Button holen. Ihr könnt das natürlich bei euch, so wie euer Gamepad das hergibt, machen. Ich hole mir jetzt für die Primärattacke den Gamepad Face Button Bottom und auf dem Keyboard entsprechend den Up-Pfeil, also den Pfeil nach oben, um die Primärattacke auszuführen. Ist halt von Controller zu Controller unterschiedlich. Das hier müsste eventuell der A-Button sein. Oder B. Muss man dann natürlich ausprobieren, wenn es soweit ist und wir die Funktionalitäten haben, wie das sich dann spielen lässt. Also hier kann man es immer noch ändern. Einfach einen anderen Button dann holen und fertig. Aber hier für unser Basis-Setup reicht das erstmal. Das Ganze speichere ich einmal und gehe dann über in die Player Base. Das ist unsere Elternklasse, BP Player Base. Und schauen uns dort den Event Graph einmal an. Da haben wir noch nichts implementiert. Die Geschichten mit Attacken, die machen wir dann über den Player Base. Die Bewegungsgeschichten, also die Movements, haben wir jetzt über die Kind-Klasse geholt. Über den Controller. Das heißt, hier haben wir die ganze Movement-Geschichte gehabt. Und die Attacks werden wir dann entsprechend in der Player Base umsetzen. Das Ganze ist ja eine Elternklasse, die Player Base, die wir nutzen, für verschiedene Charaktere, die als Kind Blaupausen da sind, wie dieser Player Paladin. Und diese Funktionalitäten können dann entsprechend einfach überschrieben werden von den Kindelementen, wenn die anders sein sollen, als in der Player Base, also in der Elternklasse, ne, die wir hier aufgesetzt haben. Hier werden wir uns dann Events bauen, die dann entsprechend was triggern. Und die Kindelemente sowie der Paladin hier, der kann dann bei sich entsprechend das einfach überschreiben, wenn das jetzt nicht so ein Verhalten sein soll wie in der Playerbase. Und so hat man das an einer Stelle für alle gemacht und überschreibt das dann in den Kind-Klassen, um dann besondere Funktionalitäten einfach zu gewährleisten. Gut, dann gehen wir in die Player Base und schauen uns das Ganze erstmal an.
Hier holen wir uns unseren neuen Funktionalität, Primary Attack. Das ist unser Input Action Events Primary Attack, den wir in den Projekt-Settings gesetzt haben. Der Spieler darf natürlich nur attackieren, wenn er auch darf. Können wir uns einfach eine Variable machen und nennen die isDead. Fragezeichen. Hole ich mir einmal. Verlieren und speichern. Soll ich an der Stelle erstmal als Beispiel dienen. Am besten ist natürlich, wenn man das Ganze in eine Blueprint-Klasse packt, die nur für den Spielercharakter ist. Ich meine, unsere Player Base, die ist auch für die NPCs gedacht. Ich lösche das mal kurz und dann machen wir das gleich auf der anderen weiter. Wir haben dann unseren Content Browser. Und hier stelle ich dann noch eine Player Base Charakter, wo wir dann halt die Basisfunktion machen. Der hat dann keine Kamera, sondern ist einfach nur empty. Also Rechtsklick, Charakter, Main Ordner, Blueprint Class, Charakter, WP Player Base Char. Den nutzen wir dann nur für die Char-Geschichte. Der hier ist auch entsprechend leer und wird es dann als Root-Element entsprechend dienen dürfen. Wenn wir das Ganze dann für den Spielercharakter und für den NPC-Gegner nutzen, dann brauchen wir nicht ständig eine Kamera dazu packen. Also für dieses Elternelement. Hier, wenn wir unsere Variable erstmal deklarieren, isDead. Und unser Action Event, Primary Attack. Kompilieren, speichern. Das Ganze habe ich jetzt in diesem BP Player Based Char erstellt. Und dieser ganze BP Player Based Char ist halt hier oben rechts zu sehen vom Parent Charakter, also vom Parent Class Charakter. Der bekommt die ganze Geschichte davon vererbt, dass wir die sowohl für den Spieler als auch für den NPC-Gegner nehmen können. Die nächste Event statt isDead hole ich mir noch, nenne das noch um mit einem Fragezeichen. Der nächste ist dann, ist der gerade am Attackieren? Currently attacking. Wichtig ist, dass beide Variablen auch replicated sind. Einfach draufklicken auf der rechten Seite Replicated. Das sind dann unsere entsprechenden Variablen, die sowohl der Spielercharakter als auch der NPC-Gegner, also die AI, nutzen kann. Ich schmeiße den Input Action Primary Attack hier nochmal raus. Der hat dann erstmal nichts zu suchen. Kompilieren, speichern, weil wir die dann entsprechend einfach weiterleiten an den Player-Charakter oder dann an den Blueprint von dem Gegner. Das heißt, hier wird das dann entsprechend so einfach aussehen. Wir gehen dann zurück auf die PP Player Base Class und setzen die BP Player Base neu, indem wir den, also Parent Class hier ändern. Die soll dann einfach von unserer BP Player Base Char erben, um diese Variablen dann auch zu sehen. Hierzu gehen wir auf Class Settings und setzen das hier rechts auf Parent Class, holen uns den BP Player
base-char. Kompilieren und speichern. Sehen wir hier oben rechts, dass der Parent-Class BabyPlayer base-char ist. Hier holen wir uns dann den Action-Event. Primary Attack. Als Kind-Element, als Kind-Klasse von PlayerChar Base-Class, also von diesem Player-Base-Char, können wir dann die entsprechend holen. Die Variable isDead, die wir dort gesetzt haben. Get isDead. Und die Variable isAttacking, also get isAttacking. Ich schaue noch mal rein, wie ich die genannt habe. Currently attacking, alles klar. Also get currently attacking. So, haben wir von der Elternklasse die Variablen geholt, die wir beim Spielercharakter nutzen können. Und genauso später auch beim NPC-Gegner, bei der AI oder dem KI-Gegner. Das erste, was wir machen, ist, wir schauen, dass der Spieler nicht attackieren darf, ne? Wenn er gerade ja, tot ist oder respawnen muss. Wir holen uns dafür so was ähnliches wie eine if-Frage. Und zwar einfach B drücken, gedrückt halten und dann klicken. Das ist so ein Branch. Und wenn der Spieler entsprechend den Knopf drückt und er aber isDead aktiviert ist, wenn das True ist, dann gibt es hier entsprechend den True oder den False State, mit dem wir dann arbeiten. So eingestöpselt müsste man jetzt die Logik alles mit False machen, wenn er tot ist. Wir können das Ganze auch mit einem Not erweitern, um halt die Logik hier oben umzudrehen. Da holen wir uns das raus, einfach Not equal sorry, not Boolean meine ich. Dann darf er hier angeschlossen sein. So haben wir die Logik einmal umgedreht. Und können dann entsprechend im True-Zeig einfach hier was machen. Gut, in der Konstellation ist es so, wenn isDead not der Fall ist, dann wird er im True-Zeig gar nichts machen. Ja? Dann darf er da nichts machen. Und im False-Zweig, er ist nicht tot, ne? Er ist nicht dead, dann dürfen wir hier die Logik erweitern und die Primary Attack ausführen lassen. So ist es etwas einfacher zu lesen. Das heißt, ist er tot? Nein. Ne? Dann dürfen wir hier das Programm weiterschreiben. Da habe ich mich selbst vertan. Also so liest man das natürlich ganz einfach. Also ist der Spieler tot? Nein. Dann darf man hier weitermachen. Also man liest, der Spieler ist nicht tot. Das ist true. Und dann darf er hier etwas machen. Jetzt kommt unser Currently Attacking ins Spiel. Und zwar soll der Spieler ja nicht weiter attackieren, wenn er gerade am Attackieren ist. Und da können wir das ähnlich wie hier gestalten. Das heißt, wenn der Currently Attacking ist und das nicht macht, also not bool, das heißt not boolean, ein Branch holen wir uns wieder, mit B gedrückt halten, klicken. Das müsste soweit passen mit der Logik.
dass das auch funktioniert, um halt für jeden Spieler diesen Premier Attack abzudecken. Das heißt, er ist nicht tot, True-Zweig wird weitergehen und er ist gerade nicht am Attackieren. Dann ja, ist die Logik dann entsprechend durchgelaufen. Und hier können wir uns dann die Events dann anschauen, die wir dann entsprechend auch laufen lassen. Wir uns ein Beispiel einmal anschauen mit so einem Custom Event. Add Custom Event. Das Ganze läuft auf dem Server, ich nenne es mal Server. Server Primary Attack. Weil es auf dem Server dann läuft. Bei Replicates wird es auf dem Server laufen, Run on Server und ist reliable. Wir werden die ganze Logik in einem Event Graph einfach speichern und können das entsprechend einfach kommentieren, dann was für was zuständig ist. Ihr könnt natürlich auch hingehen, euch auch einfach Event-Graphen erstellen, mehr als einen. Hier gehen wir den Weg über Kommentare, einfach auswählen, C drücken, Override. Das Ganze überschreibt das dann über Server Primary Attack. Bei der BP Player Base, da wird jetzt hier nichts geschehen, nichts Großartiges mit diesen Events. Nur jetzt bei den Kind-Elementen sowie bei dem Charakter Paladin oder den anderen Charakteren, die wir dann machen, da können wir diese ganzen Attacks dann überschreiben, entsprechend. Damit das Ganze funktioniert, wollen wir das noch aufrufen hier beim Primary Attack und holen uns den wir gerade erstellt haben. Den Call Function Server Primary Attack. Was das Ganze macht, ist im Grunde, wenn der Spieler gerade den Knopf nach oben drückt, also den Pfeiltasten nach oben zum Attackieren mit Primary Attack, dann checkt er im Grunde, ist er nicht tot. Wenn das der Fall ist, dann ist es True. Dann geht er weiter, checkt er, ist er gerade nicht am Attackieren. Und wenn das der Fall ist, dann geht er weiter in den True State und callt dann diesen Custom Event. Und das ist dann unser Server Event hier. Execute on Server Custom Event. Und diesen dann entsprechend von den Unterklassen überschrieben. Jetzt beim Paladin wird er dann überschrieben sein, um dann entsprechend etwas an Logik zu haben. Für einen Mage wäre das dann genauso. In der Mage-Klasse würde der dann entsprechend das auch überschreiben. Die Logik dann funktional zu haben. Kompiliere und speichere das mal. Was wir jetzt damit tun können, ist jetzt in irgendeine Klasse reinzugehen, die wir haben. Wir haben jetzt so eine Kind-Klasse Paladin, mit Player Paladin und holen uns diesen Event. Was geht damit dann? Einfach dann holen. Server Primary. Und das ist unser Event Primary Attack. Zwar ist das ein eventbasiertes Geschehen. Und hier darf dann diese Kind-Klasse Player Paladin oder auch eine andere Blueprint-Klasse, die dann von diesem Player Base geerbt hat, dann die Logik ausführen, die dann zu diesem Event Server Primary Attack gehört. Mit dieser Vererbungsgeschichte spart man sich dann im Grunde, dass man das hier immer wieder irgendwie bei jedem einzelnen Charakter ausführen muss und hat das dann entsprechend über den Server delegiert und diese Überschreibfunktion mit Override als Kind-Klasse. Alles, was hier dann passiert,
Da wird entsprechend dieses Event hier einfach ignoriert und überschrieben und der überschreibt das hier und wird dann einfach hier weitermachen bei dem Kind, bei der Kindklasse Paladin in diesem Beispiel und geht dann hier dann weiter. Wenn er den ganzen Weg dann durchgelaufen ist, wollen wir erstmal die Variable setzen, dass der Spieler gerade attackiert mit set. Das ist die Variable set currently attacking, die halt bis zu diesem Kind-Element durchgereicht wird. Wenn er an der Stelle ist, dann möchte er gerade attackieren und darf attackieren. Dann setzen wir das auf True hier. Einfach reinklicken, kompilieren und speichern. Und von hier geht dann die Attackier-Logik los, was er macht, wenn er attackieren darf und gerade nicht attackiert und gerade nicht gestorben ist. Für die nächste Logik wollen wir so eine Animationsmontage aufsetzen und das Ganze hier dann laufen lassen. Das war's auch für dieses Video hier und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video, wo wir das Ganze machen dürfen.